Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und heute geht es ans dritte Teil von Wir bauen uns eine Fackel. Wir haben jetzt in den ersten zwei Teilen soweit schon mal alles fertig gemacht zum Pinseln und in dem Teil seht ihr jetzt, wie das Ganze gepinselt wird. Und wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze gemacht wird, bleibt dabei. So Leute, dann geht's los mit dem Pinseln. Farbe und alles steht schon bereit. Dann nehmen wir wieder eine Kordel. Diesmal machen wir sie ans Bleiband. Wird aufhängen, weil hier, wo das Bleiband ist, kommt keine Farbe drauf, nur hier so am Rand. So, und dann fangen wir an, von oben nach unten zu pinseln. Ich zeige euch das mal dann. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Ganze soweit fertig ist. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit gepinselt. Ja, ein paar Stellen kann ich noch mal drüber gehen. Das Ganze machen wir jetzt wieder so einige Male. Kennt das ja schon aus den anderen Videos. Und wenn dann quasi alles soweit fertig ist, ja, so, nach den ganzen Schichten, da sehen wir uns dann wieder zur Farbgebung. Wir wollen das Ganze jetzt hier in Holz machen, das in Metall und ein bisschen gammligeren Look. Und das Teil, der Griff, wollen wir noch ein bisschen was verschönern. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Ne? So Leute, dann fangen wir mal an mit dem Ganzen, das Ganze hier in hübsch zu machen. Dafür brauchen wir wieder einen Kamm, den kennt ihr ja schon. Die Dose, wo ich einen Tipp zugegeben habe, wie man noch Farbe aus den Flexiband-Dosen rauskriegt für so Sachen. Und dann habe ich so ein paar Abgüsse, noch so Reststücke. Die werden wir dann auch noch hier verwursteln. Das zeige ich euch jetzt mal. So, und eine Schere brauchen wir auch noch. So, das legen wir mal schon mal hier hin. Dann fangen wir jetzt erstmal an und machen das Ding ein bisschen hübsch. So, gehen wir mit dem Pinsel in die Dose rein. Und dann gucken wir, das könnte vielleicht schon ein bisschen dick sein. So viel brauchen wir eigentlich nicht, damit das Ganze auch hält. Dafür gehe ich jetzt mal durch das Ganze hier so ein bisschen durch. Einmal so rundherum. Ich glaube, der Pinsel, der könnte noch ein bisschen feucht gewesen sein, aber naja, gut. So, und dann wie gesagt, ich habe hier noch so Reststücke. So, wie gesagt, Reststücke, ne? Ich habe hier alles mögliche rumfliehen noch. Nehmen wir irgendwas Hübsches von. So Reststücke kann man für so Sachen immer gebrauchen. Ja, ich weiß es nicht, was soll man denn nehmen? So was hier. Ja, das wird sich schon ganz gut machen. Das ist ein bisschen breit. Müssen wir halt ein bisschen schmaler machen. So, schneiden wir hier so ein bisschen was weg. Könnte auch was kurz sein, aber das ist nicht so schlimm, weil die ganze Fackel, die soll ja so ein bisschen abgegammelt aussehen. Da ist das dann nicht schlimm, wenn da vielleicht so ein bisschen was nicht in Ordnung ist. So. Gehen wir wieder hin. Und das dann auf das Pinsel drauf. Und dann verbindet sich das nachher gut. So, das machen wir dann, wenn wir noch ein paar andere Stücke gefunden haben, mit dem anderen auch. Na ja, gut, nimm mal hier was von. Kann man ja ein bisschen mischen. Das ist ja prinzipiell jetzt erstmal egal. Das ist ja jetzt quasi nur zu zeigen, was man da so machen kann. Wenn ihr da andere Sachen machen wollt, wie, keine Ahnung, Nieten oder irgendwas drauf, dann kann man das natürlich auch machen. So, bei dem Stück kann man dann direkt einmal komplett rund gehen. Das Stück ist lang genug. Ja. Nämlich zum Beispiel für so zwergische Sachen gerne jetzt. Aber bei der Fackel sollte mal egal sein, ob das jetzt für zwergische Sachen ist oder was auch immer. Geht jetzt nur darum, dass man mal sehen kann, was man mit so Sachen noch halt machen kann. So, und dann abgeschnitten hier an den Ecken oder Dings mit der Schere. Und dann kann man die schön gut zusammen. Dann sieht man quasi nachher auch nicht mehr so wirklich, dass da zwei Teile waren. Dann guckt er wieder hier an der einen Stelle, legt er die Schere quasi an und schneidet das obere Stück dann auf Länge. Im Normalfall passt das dann auch. So. Sieht schon ganz gut aus.
Das ist jetzt nicht so hundertprozentig geworden. Aber wie gesagt, ich will die Fackel ja auch ein bisschen abgegammelt machen. Da ist das dann nicht so wichtig, wenn es dann nicht so ganz hundertprozentig ist. So, dann haben wir quasi hier schon mal ein bisschen Verzierung an die Griffteile gemacht. Das sieht ja schon ganz ordentlich aus, denke ich mal. Und jetzt fangen wir an mit dem Holz. Dann gehen wir wieder hin, nehmen wieder schwarz, pinseln das Ganze hier einmal gut ein. Sehen wir uns dann gleich, wenn das dann soweit eingepinselt ist. So. Wie ihr seht, haben wir das jetzt auch schon mal gemacht. Und dann gehen wir wieder hin, das kennt ihr ja schon mit dem Kamm. Nimmt er wieder die Zinken und dann guckt er, dass er dann alles wieder so in eine Richtung mehr oder weniger, ein bisschen wellenförmig, also so ein bisschen variieren immer, dass das nicht immer so gleich aussieht. Dann mal ein bisschen mit den dickeren Zinken arbeiten, wieder so ein bisschen mit den dünneren, bis ihr halt mit der Oberfläche, was ihr da machen wollt, zufrieden seid. Ab und zu schon mal hier so ein kleines V mit reinmachen, das sieht auch immer ganz gut aus. So, das geht auch bei der Fläche ziemlich schnell. Soll halt ein bisschen grober, dann kommen auch die Holzkonturen besser durch. So. Ich hoffe, wir machen nur den Stiel in Holz. Ja, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen und wenn das trocken ist, fangen wir da mit der richtigen Farbe an. Aber wir könnten eigentlich vorher noch was anderes machen. Und zwar, ja, wir haben ja quasi hier noch die Ritzen. Ja, dafür nehme ich mal hier aus der Dose. Da kommt man besser ran. Wieder so ein bisschen rein, damit das sich quasi hier wieder verbindet. Das ist halt bei Abgüssen besser. Dann habt ihr auch einen schöneren Übergang. Und dann fangen wir mit der richtigen Farbgebung an. Also bis später dann. So Leute, es geht weiter. Das Ganze ist jetzt soweit trocken. Jetzt können wir anfangen mit der richtigen Farbgebung. Und zwar gehen wir jetzt wieder hin. Nehmen wir da das klare Flexi-Paint. Nehmen wir einen guten Schuss. Kann schon ein bisschen viel gewesen sein, aber naja, egal. So, wieder das obligatorische Abwischen, damit der Deckel nicht kleben. So, diesmal gehen wir hin. Ich habe mal einen anderen Farbton genommen vom Braun, also einen wesentlich dunkleren, und versuche jetzt erstmal mit dem. Weil ich will das Ganze ja so ein bisschen altern lassen, sage ich jetzt mal. Dann nehmen wir uns wieder Pinsel, Stiel. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Farbe. So, mal gucken. Dann haben wir das schon mal so weit gemischt. Die Dose tun wir auf Seite. So, nehmen wir uns wieder einen Schwamm. Schauen wir mal, was bei dem Ganzen rauskommt. So. Fangen wir wieder an einer Seite an. Oben. Und dann machen wir wieder so von der Kante aus wieder so Züge runter damit. Wieder ruhig ein bisschen großzügiger. Kann also da jetzt nicht schaden. So, das haben wir jetzt soweit und jetzt müssen wir das Ganze wieder trocknen lassen. Das Braun ist jetzt trocken und jetzt fangen wir an mit anderen Farben. So, und zwar nehmen wir uns mal wieder ein kleines Behältnis, wieder transparentes Flexi-Paint rein. Dafür brauchen wir diesmal nicht so viel, aber wir wollen ja jetzt anfangen schon die Akzente zu setzen. So, wir hatten ja ein sehr dunkles Braun jetzt genommen. Diesmal nehmen wir dann etwas helleres. Vielleicht arbeiten wir diesmal auch mit 3 oder 4 Brauntönen, mal gucken.
Nehmen wir da so ein bisschen Farbe, nicht viel. So. Nehmen wir uns wieder einen Schwamm. Dann gehen wir wieder hin. Nicht zu viel. So zur Not ein bisschen auf der Zeitung abtupfen. Und dann gehen wir wieder so ein bisschen drüber. Also relativ dünn. Dann immer so ein bisschen mit der trockenen Seite noch, wenn nicht zu viel ist, ein bisschen drüber gehen. Damit er nicht zu dick wird. Und so macht er das dann einmal rund. So, das sieht das schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Stellen wir auf Seite. So, dann gehen wir hin. Ich glaube, wir machen jetzt direkt schon ein helleres. Wir arbeiten diesmal nur mit 3 Tönen. So, der transparente. Hin. Wie gesagt, das kann man auch in anderen Reihenfolgen machen, aber ich mache das meistens so. Ja, das könnte schon ein bisschen viel gewesen sein. Naja, gut. Ja, so. Kann man natürlich auch andere hellere Töne nehmen. Gibt es ja verschiedene Sachen. Jetzt bei der letzten, wo das so weit heller werden sollte, würde ich einen größeren Schwamm nehmen, also mit mehr Flächen. Und da müsst ihr dann auch wirklich hingehen und das Ganze weit abtupfen. So, wie gesagt, irgendwie ein Zeitungsstück oder so. Und dann wieder nur so ganz dünn drüber bürsten. So, passt auf. Gehen wir hin. Den ganz nassen Pinsel tun wir nur so ein ganz klein bisschen in die Dose rein und streichen das meiste wieder runter. Und dann gehen wir ganz dünn so ein bisschen hier drüber. Ein bisschen verteilen, nicht zu viel. Das soll ja dann nachher quasi in die Rillen rein, die wir mit dem Kamm dann da rein gemacht haben. Relativ zügig drüber gehen, dass es nicht zu dick wird. Und dann nehmen wir uns ein Stück Schwamm, Zewa, irgendwas, was nicht fusselt. Und dann gehen wir über das Ganze nochmal so ein bisschen drüber. So. Einfach nur drüber ziehen, dass er quasi die überschüssige Farbe runterholt, weil in dem Fall nicht so viel ist, weil ich jetzt sehr dünn drauf gemacht habe. Und der Rest der Farbe geht dann quasi hier so in diese Rillen rein. Nicht überall. Wie gesagt, Holz ist ja auch nicht so, ne, von der Struktur überall gleich. Ja, und das ist dann schon mal die Holzmaserung. In dem Fall nehme ich wieder einen dunklen Ton. Ups, das war ein bisschen viel. Naja, das ist nicht schlimm. Das ist ein bisschen zu viel wie zu wenig jetzt. Dann nehme ich mir wieder ein Reststück vom Schwamm. Und dann fange ich einfach mal an, hier so drin schon mal zu tupfen. Dann immer so aufpassen, hier so an den Ecken, ein bisschen vorsichtiger. Wer sich nicht sicher ist, kann ja ein Stück Pappe oder so dazwischen halten, damit er dann an das Holz nicht drankommt. Man kann aber auch nachher, wenn man da mal nicht so sauber gearbeitet hat, kann man dann quasi hier so die Ränder, kann man dann noch ein bisschen mit Schwarz kaschieren. Also um so einen Übergang zu machen, wie so eine Art Schatten. Entschuldigung, Leute. Also ich sage immer so, der Baufluss, das ist immer was, ja, wie soll man sagen, das ergibt sich einfach, so fließend ist das bei einem manchmal.
Aber das liegt halt an jedem selber, wie er da. Jeder hat ja andere Vorstellungen und Vorlieben. Der eine möchte Holz was heller haben, der andere was dunkler. Der eine mag lieber helles Metall, der andere dunkleres. Der eine mag es schlicht, der andere halt mehr mit so Abgüssen drauf und Verzierungen. Also schon was filigraner und aufwendiger. Aber das muss jeder selber für sich wissen. So, jetzt hätten wir das schon mal. Ne? Das Silber oben ist schon langsam fast schon wieder trocken. Das hier lassen wir auch trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Silbertöne, die dunklen, wenn die schon mal so weit trocken sind. So Leute, das Silber und so, na, was heißt Silber? Gunmetal ist jetzt trocken, soweit. Dann gehen wir hin, wir haben ja noch so ein bisschen braun übrig gehabt. Schauen wir mal. Wieder ganz dünn. Und wir wollen ja das Ganze ein bisschen rosten lassen. Dann geht er hin mit dem Braun und tupft dann überall so ein bisschen was drüber. Also nicht überall, so halt in den Stellen, wo es halt ein bisschen rosten soll. Lasst ihr das Ganze wieder trocknen. Könnt ihr auch mit noch anderen Tönen, könnt ihr vielleicht auch noch so einen braunen, einen helleren Braunton oder halt so ein bisschen rötlicheren. Das sieht dann auch eigentlich immer ganz gut aus. Ne? Und dann lasst ihr das erstmal trocknen und dann geht es dann weiter mit der nächsten Farbe. So Leute, dann geht es jetzt weiter. Das Ganze ist jetzt soweit trocken, die Brauntöne. Also hier. Dann gehen wir jetzt hin. Jetzt wollen wir ja ein bisschen was Farbe in das Ganze bringen. Dann nehme ich Silber und Flexipaint. Brauchen wir auch nicht so allzu viel. Das wollen wir wieder nur so akzentweise aufsetzen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was nach, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, gehen wir hin. Okay, der Schwamm ist ein bisschen zu groß. Ein bisschen kleiner. So. Dann nehmen wir halt hin. Deshalb halt nur auch die Ecke, dass wir noch ein bisschen abtupfen können. Und dann gehen wir quasi, da wo diese braunen Stellen sind, wo wir quasi den Rost angesetzt haben, nochmal so ganz leicht drüber. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze trocken ist. Dann nehmen wir wieder einen Schwamm. Ich nehme mal die Seite hier, die sieht besser aus. Dann nehme ich wieder Acrylfarbe in Silber. Irgendwas zum Umrühren. Ja. So wieder ein bisschen, sehr viel wieder am Pinsel dran. Kann man dann am Rand ein bisschen abstreichen und dann geht er so ein bisschen drüber. Also muss jetzt nicht so komplett eingefärbt sein mit dem Silber. Damit können wir übrigens das Ding dann auch schon wieder ein bisschen sauber machen. Eventuell noch ein bisschen abtupfen. Und dann geht er wieder mit dem Trockenbürsten, also wieder so ganz leicht drüber ziehen. Und geht dann über das Ganze ein bisschen drüber. So, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Ne? Hier oben habe ich glaube ich ein bisschen viel gemacht. Das ist immer je nachdem. Durch das Kameralicht kann man das nicht immer so gut sehen. Habe ich festgestellt. Aber das ist jetzt nicht wild. Das ist ja nur um euch zu erklären, wie das funktionieren kann. So, dann haben wir hier noch so ein bisschen. Da gehen wir auch noch ein bisschen drüber. Dass das alles schick aussieht. Dann immer schön hier so, wenn ihr hier so Kanten habt, da kann man auch immer so ein bisschen mehr drüber. Das sieht dann auch ein bisschen schöner aus. Dass das sich so ein bisschen von dem unteren abhebt. Dass das auch so ein bisschen aussieht, als wenn das so geschliffen ist. Das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen goldener machen.
Habe ich jetzt so spontan entschlossen. Nehmen wir nicht unbedingt eine Flexi-Paint, kann man auch direkt, wenn man so einen etwas schöneren Goldton haben will, ein bisschen Acrylfarbe nehmen in Gold. Und kann das quasi auch direkt da drauf machen. Muss man halt gucken, so ein bisschen tupfen, dass das nicht zu dick ist. Ja, ich hoffe, das kann man gut sehen. Und dann gehen wir mit einem dünnen Schwamm, den ich mir schon so ein bisschen zurechtgeschnitten habe, so ganz leicht drüber. Also nicht tief drauf tupfen, damit die Konturen durch das Dunklere, was dann quasi noch innen drin ist, dann sieht das eigentlich relativ gut aus. Also quasi nur so die Oberfläche quasi mit dem Gold betupfen. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ich zeige euch das gleich noch ein bisschen besser. So, haben wir da. So, ich hoffe, das kann man so gut sehen. Na? Jetzt haben wir das ganze Teil soweit schick. Lassen das jetzt noch ein bisschen trocknen und dann kommt quasi der Topcoat drauf. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Sieht ganz okay aus, denke ich mal. Habe hier schon was Leder drum gemacht. Kann man auch Kordel oder was nehmen. Das ist dann gleich, um das aufzuhängen. Weil ich möchte das Ganze jetzt quasi in einem Schritt durchtopcoaten. Dann fangen wir an. So Leute, der Topcoat ist jetzt drauf. Jetzt hänge ich das Ganze nochmal auf Seite. So Leute, der Topcoat ist jetzt trocken. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, und zwar Leder. Das kommt dann um den Griff. Und noch ein bisschen was, um das Ganze ein bisschen ranzier zu machen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Ganzen fertig bin. So, damit wäre quasi schon mal Leder an den Griff. Optisch sieht das jetzt auch schon ganz gut aus, denke ich mal. Ja. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Ja. Jetzt nehmen wir uns die Elektrik. Das Ganze kommt ja rein. Ohne Elektrik habt ihr das Ding quasi noch kammfähig. Ja. Und dann schauen wir jetzt gleich mal, wie das aussieht. Kommt das Ganze hier rein. Na, hoffentlich kann man das so sehen. Dann zeige ich euch gleich mal, wie das im Dunkeln aussieht. So Leute, so sieht das quasi im Dunkeln aus. Ja, ich hoffe, dass man das gut sehen kann. So, ja. So. Und dann hoffen wir mal, dass das so für euch okay ist. Ja. So Leute, ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Ja, wie gesagt, hier ist dann halt an. Für so Dungeons oder sowas echt nicht schlecht. Kann man auch rausnehmen, die Elektrik. Wenn man noch so ein bisschen mehr Silikon dran macht, ist das auch ein bisschen schwerer raus. Also ich habe jetzt gerade gemerkt, dass hier ist noch ein bisschen viel Spiel. Ich hätte den Korb vielleicht ein bisschen enger machen sollen. Ist jetzt aber nicht schlimm. Kommt an den Seiten noch so ein bisschen gezuzelt. Also hier noch so ein bisschen was dran. Und dann sitzt das auch schön fest, dass das nicht rausfliegt. Also von daher kein Problem. Ja, jetzt wisst ihr, wie das Ganze schon mal aussieht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns.